Bunte Tattoos, strahlend blaue Augen und fast immer ein Lächeln im Gesicht. Heute bin ich bei Daniel in Oberösterreich. Seine Leidenschaft? Handbike fahren und Rugby spielen. Dafür trainiert er täglich mehrere Stunden lang. Seit seinem Unfall im Jahr 2009 ist der 32-Jährige vom 6. Halswirbel abwärts querschnittsgelähmt. Vieles, was bis dahin selbstverständlich war, rückte plötzlich in weite Ferne. Ich habe am Anfang gar nichts können, nicht essen, nicht gar nichts. Ich habe keine Gabel halten können, gar nichts. Und deswegen geht es mir jetzt eigentlich ganz gut. Ich will so normal wie möglich leben und das ist mir wichtig. Familie und Freunde bedeuten Daniel sehr viel und natürlich der Sport. Seitdem er mit dem Handbiken angefangen hat, bestimmt das tägliche Training seinen Tagesablauf. Was macht dir so viel Spaß am Handbiken? Was macht es so besonders? Die Bewegung selber und auch an seine Grenzen geht. Das habe ich eben auch lange nicht gekannt, dass man sich wirklich auspowert, wirklich auch mit der Behinderung, dass das so viel noch möglich ist, was man am Anfang gar nicht glaubt. Dadurch wirst du wieder selbstständiger, kriegst mehr Kraft und mehr Selbstvertrauen auch. Obwohl Daniel erst seit einem halben Jahr intensiv trainiert, nimmt er bereits regelmäßig an Rennen teil und konnte auch schon erste Erfolge verbuchen. Seine Handorthesen wurden von Polig speziell auf Daniels Bedürfnisse angepasst. Dadurch, dass ich keine Faust machen kann oder meine Finger eben gar nicht bewegen kann, brauche ich immer eine Vorrichtung, wo ich die Kurbel fürs Handbiken halten kann. Ich kann zwar kurbeln, aber ich kann die Kurbel nicht halten. Und das sind eben die speziellen Handbike-Handschuhe, die was eben für mich angepasst wurden, damit ich den Sport wieder ausüben kann. Das ist jetzt die neue Orthese von der Firma Polig. Das kommt frisch aus dem 3D-Drucker. Ist eben das Ziel jetzt, dass das alles aus einem dann gedruckt wird. Und was macht man wohl, wenn man einen Radsportler besucht? Klar, Radfahren. Ich begleite Daniel zu einer kleinen Trainingsrunde auf seiner Hausstrecke. Das hat jetzt Spaß gemacht, war aber auch richtig anstrengend. Dann sag dir jetzt noch was Entspannendes. Okay, passt. Daniel nimmt mich mit zu einem seiner absoluten Lieblingsorte. Dort, beim Angeln, findet er den Ausgleich zum anstrengenden Training. Daniel, trotz deinem Unfall und deinem Schicksal, was würdest du sagen, ist so das Positive, was du aus der Situation gezogen hast? Man lebt einfach ein bisschen bewusster, würde ich sagen. Man nimmt das viel mehr wahr, auch die Kleinigkeiten teilweise. Eben meine Freunde und so, also die Freundschaften, die sind einfach auch dadurch intensiver geworden, das muss man ganz klar sagen. Nix. Was bedeutet Glück für dich? Glück bedeutet für mich, die Freiheiten zu haben, dass ich das tun kann, was ich will. Und denkst du, du hast die Freiheit oder spürst du, du hast die Freiheit? Im Normalfall schon, ja. Ja, ich denke schon, ja. Nicht immer, aber meistens schon, ja. Und als ich den ersten Fisch meines Lebens am Haken habe, erfahre ich, quasi hautnah, dass Glück auch immer eine Frage der Perspektive ist. Danke, Daniel.